Hallo Frau Waskow. Hallo. Wir sind jetzt ungefähr ein Jahr, ne? Fast ein Jahr, nach Ihrer gesichtsverweiblichenden OP. Und ich hätte ein paar Fragen. Die erste wäre, welche Probleme hatten Sie, die dazu geführt haben, dass Sie das machen lassen wollten? Die Probleme, wo ich hatte oder warum ich das eigentlich machen wollte, war halt damals die hakenförmige Nase und auch das Aussehen selber, wo ich mir als Transgender halt leben wollte, also als Frau, mir auch gesagt habe, also das kann ich nicht sein und das ging auch nicht und dazu habe ich mich dann halt auch entschlossen mit der OP und so. Mhm. Und warum sind Sie dafür zu mir gekommen? Ich habe ein paar Adressen verglichen, Kat, und von den ganzen Reviews, von den ganzen Empfehlungen war ich dann bei Ihnen besser überzeugt. Mhm. Und das Ergebnis, können Sie darüber was sagen? Was hat es Ihnen gebracht? Das Ergebnis hat mir eigentlich sehr viel gebracht, weil vom Äußeren her oder im Umfeld merkt man gar nichts oder so gut wie gar nichts. Und Sie meinen, die Leute wissen nicht, Sie hatten eine OP? nee, also man merkt es überhaupt nicht. Mhm. Ja. Das finde ich ganz toll. Und ja. Und das Passing? Das Passing ist auch ganz okay. Gut, anfangs war halt die Stimme ein wenig schwierig, aber das habe ich halt noch ein wenig selber wegtrainiert. Mhm. Aber ansonsten, Passing ist selber. Also, wo ich die OP bei Ihnen noch gemacht habe, da war ich noch nicht mal auf der Hormonbehandlung. Mhm. Und die hat ja dann erst angefangen und so weiter und so ging das beides gleichzeitig. Und das war für mich dann halt auch viel einfacher im Endeffekt. Mhm. Können Sie was erzählen über die Heilung? Wie lange hat es gedauert? Haben Sie viele Schmerzen gehabt? Die Heilung selber, Schmerzen hatte ich erstaunlicherweise sehr wenige. Mhm. Und die Heilung selber, gut, die hat halt, gut seine 2-3 Monate hat man halt schon noch kleine Sachen noch erkannt, aber ja, jetzt so nach einem Jahr sieht man gar nichts mehr. Vielleicht noch ein bisschen hier, aber das ist nicht so schlimm. Mhm. Und Sie waren auch eine Woche bei uns im Gästhaus, nicht wahr? Genau. Können Sie was drüber erzählen, wie das war? Also die Aufnahme im Gästehaus war prima und auch ganz toll. Vor allem das Entgegenkommen, das Willkommensein oder auch Petra selber, die Hausdame oder wie nennt man sie? Die Mutter des Gästehauses. Okay, ja. Die war sehr nett. Und auch die anderen Mädels, wie heißt sie, die wo nur unter der Woche immer da ist, wo doch auch immer die... Annelien oder Elli? Ich weiß nicht. Nee, Nachfolgerin von der Elli. Ja, Annelien. Genau, die war auch ganz nett. Ja. Und ja, und auch die anderen Mädels halt. Ja. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren vor der OP, noch einen Rat geben könnten, hätten Sie einen und was würde das sein? Ja, Rat ist immer ein wenig schwierig. Also wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, die Sache mir eigentlich nach der OP, hätte ich es viel früher machen können. Aber wenn ich darüber nachdenke, es ging halt nicht. Und ja, bin eigentlich ganz froh darüber, dass ich es gemacht habe. Mhm. Wenn jemand die Interesse hat, an einer OP bei uns durchführen zu lassen, mal mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte, wäre das in Ordnung für Sie? Es wäre kein Problem. Also Fragen und so weiter ist gerne. Okay, vielen Dank fürs Interview. Sicher doch.